Ihr seid bereit? Ihr seid konzentriert? Worum geht es eigentlich heute? Deine Perücke. Um meine Perücke, genau. Yesterday, yesterday, the blue, blue sky. Hat Jessie nämlich gerade gesagt. Turn around, 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 around. So, schön, dass ihr wieder zu Hause eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Datavon. Aha. Zum 20. Mal. Freut mich, dass ihr da seid. Ja, ich weiß. Also, heute lade ich euch ganz herzlich, ganz entspannt und ganz gechillt zu einem Lagerfeuer und möchte eure Fragen relativ spontan beantworten. Und zwar die Basics-Fragen, die ich sehr häufig kriege, wie sich so ein Haarteil im Alltag verhält. So, ich fand das ganz cool mit dem Lagerfeuer, denn ich habe die Frage gekriegt, wie verhält sich so ein Haarteil, wenn man am Lagerfeuer ist. Wie ihr seht, mein Fifi sitzt immer noch auf dem Kopf und ist das alles in Ordnung. Es fühlt sich manchmal komisch an, wenn man näher rangeht, aber das ist nur eine reine Kopfsache. Es hat nichts mit dem Kleber zu tun, dass er sich jetzt löst oder sowas. Das ist eine reine Kopfsache. Also ihr könnt ruhig damit am Lagerfeuer euer Spaß haben mit eurem Glühwein oder ich hier mit dem Kinderpunsch. Die anderen haben mit Sicherheit einen Glühwein oder, na, der eine hat auf jeden Fall einen Schuss drin. Die zweite Frage, wie verhält sich das zum Beispiel so ein Haarteil beim Schwimmen? Auch da fällt euer Fifi nicht vom Kopf ab. Ihr habt meistens einen sehr, sehr festen Kleber am Kopf. Darüber werde ich euch nochmal berichten in einer separaten Sendung mit verschiedenen unterschiedlichen Kleber, was es da so alles gibt. Also da braucht ihr euch auch gar keinen Kopf zu machen. Ihr könnt ganz entspannt schwimmen gehen. Was für ein Kinderpunsch. Zum Thema Duschen. Ihr könnt jeden Tag duschen. Auch das ist gar kein Thema. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Auch da wird euer Haarteil nicht abfallen. Ihr müsst halt nur darauf achten. Ich empfehle nicht jeden Tag duschen zu gehen, denn es könnte sein, dass dann das Haar sehr überpflegt wird. Deshalb empfehle ich, nicht jeden Tag duschen zu gehen. Wie verhält sich so ein Haarteil in der Sauna? In der Sauna ist alles in Ordnung. Die Luft ist feucht, das heißt, auch da ist es relativ gar kein Problem. Trockene, warme Luft könnte durchaus dafür sorgen, dass sich so ein Haarteil vom Kopf oder dass sich der Kleber vom Kopf lösen könnte. Es kann sein, muss aber nicht. Aber bei einer feuchten Luft ist es überhaupt gar kein Problem. Auch da könnt ihr eure Saunagänge ganz normal verrichten. Was Thema Arbeit anbelangt, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Es hängt natürlich davon ab, was ihr für einen Job habt. Wenn ihr jetzt im Verkauf seid oder ihr seid im Büro, ja, was soll denn da passieren? Da kann natürlich nichts passieren. Ist man in der Küche? Ja, da ist dann die Frage, wie verhält sich dann so ein Haarteil in der Küche? Damit habe ich gar keine Erfahrung. Aber ich kann ja mal meine Frau fragen. Schatz, komm mal bitte. Wie verhält sich so ein Haarteil in der Küche, wenn man Koch ist? Da hat man keine Da hat man keine Probleme. Also man sollte, also kommt ja darauf an, wenn du jetzt kochst und eine Flamme wenn du eine Flamme wirst, also dann solltest du dein Haarteil nicht direkt in die Flamme halten. Aber sonst hast du keine Probleme. Okay, danke schön. Gerne. Die hat zu viel Glühwein getrunken, glaube ich. Halb so wild. Ja, das sind natürlich letztendlich die Standardfrage, die ich jeden Tag bekomme. Wie verhält sich so ein Haarteil im Alltag? Und das ist dann auch meine Antwort. Das heißt, macht euch bitte gar keinen Kopf. Es ist alles in Ordnung mit eurem Haarteil. Kann nichts passieren. Es fällt euch einfach nicht vom Kopf ab. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles entspannt. Liebe Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten findet ihr meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und die beantworte ich natürlich so schnell wie es geht. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr unbedingt sagen wollt oder irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Ohne Probleme. Ich würde mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt.
Folgen könnt ihr mir auch gerne bei Instagram und auch darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Freuen tue ich mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das wäre mega, mega cool. Nächste Woche werde ich euch mein neues Studio vorstellen und mein neues Konzept vorstellen, denn ich habe was ganz, ganz Cooles für euch, worüber ich mich wahnsinnig darüber freue, es euch nächste Woche vorstellen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und denkt dran, pflegt eure Haare. Jo, die sind auf jeden Fall dabei. Also, liebe Leute, bis nächste Woche. Haut rein. Bis denn.